Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Veranstaltung Künstliche Intelligenz in den Geisteswissenschaften. Mein Name ist Emily Mübs und ich arbeite beim HNDBW und unterstütze die Fortbildungsreihe Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre, kurz FOKI. Und diese wird im Rahmen des Fellowships für Lehrinnovation und Unterstützungsangebot der digitalen Hochschullehre vom Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und vom Stifterverband der deutschen Wissenschaft gefördert. Wir decken eine ziemlich große Bandbreite an Themen ab bei uns in der Fortbildung. Ich nutze auch ganz kurz 2 Minuten am Anfang und stelle Ihnen, bevor wir mit der heutigen Veranstaltung anfangen, die kommenden Veranstaltungen vor. Nur damit Sie es auf den Schirm haben, vielleicht interessieren Sie sich ja für eine. Und zwar haben wir nächste Woche, machen wir weiter mit einem Workshop per Du mit der KI Chatbots für Studieninteressierte von Professor Dr. Mareike Schob. Und danach geht es auch noch in 2 Runden Recht, einmal in Form eines Workshops Generative KI, Urheberrecht und Creative Commons mit Andrea Schlotfeld und einmal eine Veranstaltung Ask Me AI Anything, Künstliche Intelligenz und Recht von Professor Dr. Archen Förster. Wir haben noch ein paar Veranstaltungen in Planung, deswegen können Sie sich jetzt schon mal einmal den ähm, Termin notieren, falls Sie Interesse haben. Einmal eine Veranstaltung zu multilingualer Spracherkennung bei Zoom am 19.09. und die Woche drauf wird BW Jupyter vorgestellt, die webbasierte Entwicklungsumgebung mit KI-Assistenten für Hochschullehrer in Baden-Württemberg. Und Ende Oktober haben wir auch vom Andreas Sechsauer noch einmal eine Veranstaltung zu Chatbots im Hochschulkontext. Dann kommen wir aber zur heutigen Veranstaltung. Die heutige Veranstaltung steht eben unter dem Thema Künstliche Intelligenz in den Geisteswissenschaften. Und wir haben uns 4 Referierende eingeladen: Professor Dr. Michael Ševčík, Professor Dr. Gregor Beetz und Professor Dr. Stefan Scherer, wird unterstützt von Kevin Schumacher. Die ganze Veranstaltung heute wird moderiert von Dr. Isabel Liesberg-Haag. Sie ist Beraterin, Speakerin, Moderatorin und Autorin zu hochschulpolitischen Themen, insbesondere für Bildungsgerechtigkeit und Diversity. Gut, dann übergebe ich jetzt das Wort an Frau Liesberg-Haag. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Frau Müps, für die freundliche Einführung, für die vielen Informationen. Herzlich willkommen an Sie alle mit dem Interesse am Thema. Danke auch für die Vorstellung, Frau Müps. Und ich würde es ergänzen, ich bin Geisteswissenschaftlerin, ich bin Historikerin und verfolge seit einer Zeit Digital Humanities. Ich schaue mir Fragen zur Interpretation von Quellen aus, also dass diese Dinge, in denen ich mich auskenne, Verarbeitung von großen Datenmengen und finde das spannend, was sich in der Geschichtswissenschaft da tut. Und KI in den Geisteswissenschaften. Wir werden gleich 3 spannende Impulse hören. Ich würde nur mal ganz kurz das Feld so ein bisschen aufspannen wollen. Über was reden wir eigentlich bei KI in den Geisteswissenschaften? Über welche großen Themen reden wir? Natürlich über Textanalyse auf einer neuen Ebene, also wie viel Text wird zusammengefasst, riesige Textmengen, gleichzeitig damit Bilderkennung, Spracherkennung, also einmal um diesen Bereich abzudecken. Dann geht es ja auch um, wie in jedem Fach, Automatisierung von Routinetätigkeiten und neue Formen von Zusammenarbeit. Vielleicht können wir da nachher auch drüber sprechen, was bedeutet das eigentlich speziell für die Geisteswissenschaften. Dann geht es natürlich auch, wie der ganze KI-Diskussion, finde ich wichtig, auch nochmal Reproduktion von Bias, von Strukturen, von zu hinterfragenden Machtstrukturen. Dann Fragen von Authentizität und Autorinnenschaft. Wer schreibt? Dazu hören wir gleich auch noch ein bisschen was. Und neue Diskurse auch in den Geisteswissenschaften, also kulturkritische, ethische Debatten in den Geisteswissenschaften. Digitale Hermeneutik finde ich ganz spannend. Ne? Also wie können wir neue Ansätze versuchen, die Analysen mit hermeneutischen Methoden verbinden, kommen wir vielleicht nachher auch drauf. Und natürlich, was Sie sicherlich auch sehr interessiert, neue Herausforderungen in Lehre und Forschung. Vielleicht haben Sie mitbekommen, es ist letzte Woche erschienen, die Ergebnisse
Es war ein Artikel im Tagesspiegel eines Hackathons an der Uni Mannheim. Und da haben sie zum ersten Mal versucht, unter Live-Bedingungen einen Artikel für eine Peer-Reviewed Journal zu schreiben. Und es wurde mit KI-Unterstützung gemacht und eine Kontrollgruppe ohne KI. Und dieser Journal-Beitrag wurde auch reviewed von lebenden Menschen und KI. Und um es kurz zusammenzufassen, was waren die Ergebnisse dieses Peer-Review-Verfahrens? Die mit künstlicher Intelligenz geschriebenen Journalbeitrag waren klarer und besser strukturiert. Ich schaue gerade hier auf das Ergebnis dieses Hackathons, kohärenter, aber nicht wesentlich origineller oder analytisch tiefer. Das war so ein Ergebnis dieses Hackathons in Mannheim. Ich kann Ihnen nachher auch nochmal den Artikel oder den Link zum Artikel in den Chat schreiben. Das vielleicht einfach nur so ein paar Ansatzpunkte vielleicht heute für unsere Diskussion. Wir haben ein dichtes Programm. Sie haben das gesehen. Wir haben jetzt 3 Impulse. Danach haben wir Zeit für 1 bis 2 Fragen. Und dann gehen wir mit den Impulsgebenden in so ein virtuelles Podium und vertiefen einige Aspekte. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bei diesem virtuellen Podium sich dazuschalten. Das heißt, wenn Sie dann eine Frage haben, kurz im Chat sich melden und dann mit Kamera und Mikro werden Sie dazugeholt und können mit den Referierenden, mit den Impulsgebenden diskutieren. Und zwar kommen wir jetzt zum weiteren zentralen Thema in den Geisteswissenschaften, dem Schreiben, Analysieren und Entwicklung von Thesen. So ein Kernbestandteil. Und dazu gibt es jetzt einen Impuls von 2 Personen, und zwar von Stefan Scherer, der ist Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft am KIT und wissenschaftlicher Leiter des Schreiblabors, und Kevin Schumacher, Mitarbeiter im Schreiblabor. Und sie teilen uns ihre Gedanken mit und sie berichten aus Forschungen im Projekt LLM Literacy. Ich war eben mal auf der Webseite. Ich finde es total toll aufbereitet, die ganzen Infos, die man da abrufen kann. Und unter dem Titel Form, Inhalt und Prozess, Ebenen des redlich kontrollierten Schreibens mit KI in Studium und Lehre, wobei ich auch den Begriff redlich kontrolliertes Schreiben spannend finde. Ich hoffe, dass Sie uns dazu erhellen, was ist denn redlich kontrolliertes Schreiben? Das finde ich total spannend. Und deshalb freue ich mich jetzt auf Ihren Input. Herzlich willkommen und Sie haben die Bühne und die Zeit. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu unserem Impulsvortrag. Gegenüber der Ankündigung hat sich auf der Folie gleich schon etwas geändert. Wir haben noch in Klammern Verfahren eingesetzt. Das wäre dann der disziplinspezifische Anteil unserer Überlegung. Das andere bezieht sich auf ein Projekt, das für Studierende des ganzen KIT, also auch in den MINT-Fächern angelegt ist. Und Sie hatten es schon erwähnt, es geht auch um das redlich kontrollierte Arbeiten, das heißt um Aspekte der guten wissenschaftlichen Praxis, die wir da in diesem Projekt auch unter Nutzung von KI den Studierenden beibringen wollen. Neben unseren beiden Namen, die vorgestellt worden sind, steht hier noch Andreas Hirsch-Weber, von dem kommt auch maßgeblich unsere konzeptionelle Idee dieser 3 Ebenen, die wir dann ergänzen im Blick auf dann Aspekte der Literaturwissenschaft, dem Einsatz von KI in der Literaturwissenschaft. Die ersten 3 Ebenen, die generell für alle Fächer gelten, wird Ihnen nun Kevin Schumacher vorstellen. Ja, danke schön auch. Hallo von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Hotel Internet erlaubt Ihnen, mich zu verstehen. Wenn es mal kurz ruckelt, bitte ich das zu entschuldigen. Ganz kurz obligatorische Übersichtsfolie. Woher stammen unsere Erkenntnisse? Worauf basiert jetzt das Konzept, das wir Ihnen vorstellen? Das ist aus dem Projekt KI at Help BW, innovative Schreibaufgaben und kompetenzorientiertes Prüfen. Hier nur ganz kurz, es ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Schreiblabor des House of Competence und der KIT-Bibliothek. Und es läuft von 2024, also seit 2024 bis zum Februar 2027. Und in diesem Projekt verfolgen wir 3 Projektziele. Einmal, wir entwickeln einen Online-Kurs für das wissenschaftliche Arbeiten, Recherchieren und Schreiben mit textgenerierender KI, der Studierende aller Fächer und aller Semester adressiert. Wir überarbeiten innerhalb der Projektlaufzeit diesen Online-Kurs kontinuierlich und wir beforschen diesen Online-Kurs eben auf, indem wir schauen, welche Prüfungsformate eignen sich eigentlich noch unter den Bedingungen von generativer KI, was gibt es zu beachten für Dozierende, aber auch für Studierende selbst. Und das bringt mich dann direkt zu den von Herrn Scherer angekündigten Dimensionen unserer KI-Lehr-Lernforschung.
Generell gehen wir davon aus, dass KI verschiedene Ebenen des studentischen Arbeitens substituiert. Also mit substituiert meinen wir sowohl unterstützt als auch potenziell vollständig und ersetzt. Und dabei unterscheiden wir eben drei Ebenen. Wir unterscheiden die Form, den Inhalt und den Prozess. Unter Form können Sie sich ganz allgemein jede Form der sprachlichen Äußerung vorstellen. In unserem Kontext, wenn es jetzt ums Schreiben geht oder ums Recherchieren geht, ist es im Regelfall Text, also KI, die grammatikalisch korrekte Sätze produziert, aber auch so etwas wie stilistische Überarbeitung, wenn Sie Ihren Text nochmal nachüberarbeiten lassen. Inhalt ist ein Stück weit komplexer. Hier geht es uns nicht darum, ist der Satz grammatikalisch korrekt, ist die Rechtschreibung richtig. Hier geht es uns konkret um den Inhalt, um die Bedeutung, um das Wissen, das transportiert wird, das von der KI generiert wird. Ich führe das gleich noch aus, warum diese Trennung wichtig ist. Und Prozess ist vielleicht am wenigsten erklärungsbedürftig, aber am komplexesten. Hier geht es uns um sämtliche Prozesse, die so stattfinden. Also was Konkretes wie ein Rechercheprozess, ein Schreibprozess, aber auch die damit einhergehenden Denkprozesse, Lernprozesse, Momente der Reflexion, die Studierende so durchlaufen. Und jetzt können Sie natürlich sagen, eigentlich sind diese Ebenen nicht voneinander zu trennen. Das läuft alles parallel. Wenn ich einen Text schreibe, reflektiere ich dabei, entwickle ich dabei eine Argumentation, durchlaufe verschiedene Prozesse. Und Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir müssen diese Ebenen aber trennen, ob der Leistungsfähigkeit von generativer KI. Und um generative KI und die Auswirkungen auf das studentische Lernen und Schreiben analysieren zu können, müssen wir diese Ebenen trennen. Jetzt werden die Begriffe ein bisschen weniger konkret. Bei der Form sprechen wir von einem unmittelbaren Einsatz von generativer KI. Was meinen wir damit? Ganz einfach. KI ist trainiert, im Prinzip nur trainiert auf Form. Ganz viel Daten rein, ganz viel Trainingsdaten rein, ganz viel sprachliche Äußerungen rein. Die KI lernt mit verschiedenen Methoden des maschinellen Lernens, diese Form zu reproduzieren. Ähm, und kann daher unmittelbar Text generieren auf einen Prompt, also die ominöse Next Token Generation. Bei Inhalt wiederum sprechen wir von dem mittelbaren Einsatz. Und das ist der Punkt, wo es ein Stück weit komplexer wird, weil KI selbst intentional kein Wissen produzieren kann. Also im linguistischen Sinn die Trennung von Form und Bedeutung. Die KI intendiert keine Bedeutung, die transportiert wird. Was natürlich nicht heißt, dass nicht Wissen in den generierten Aussagen irgendwie transportiert ist, das wir als Menschen erkennen. Ein Beispiel, ich bin hier auf dem Bibliothekstag. Kolleginnen aus der UB Darmstadt und dem Hessischen Zentrum für Künstliche Intelligenz haben ein Sprachmodell mit einem RAG trainiert auf den kompletten Bestand des Darmstädter Tageblatts und haben dann einen Chatbot gebaut, mit dem sie fragen können, was stand 1951 in Darmstädter Tageblatt am 22. Februar. Und wenn Sie da so was reinprompten wie, nenne mir die Headlines auf der Titelseite am 28. Januar 1951, dann kriegen Sie Titel bzw. Überschriften von Seite 6, von der Heftbeilage, vom Schluss, ganz einfach deshalb, weil die KI kein Konzept davon hat, was eine Titelseite ist. Die KI kann aber Ihnen ganz wunderbar eine Definition liefern, was eine Titelseite ist. Aber sie hat kein Konzept, kein handbares Wissen darüber, was eine Titelseite ausmacht. Aber sie produziert wunderbaren synthetischen Text. Und zuletzt beim Prozess sprechen wir von einem simulationsfingierenden Einsatz. Runtergebrochen geht es uns hierbei darum, jedes Mal, wenn wir KI nutzen, in Schreibprozessen, Rechercheprozessen, wie Herr Beetz das angesprochen hat, AI-Tutoring-Situationen, begeben wir uns in eine Art Rollenspiel. Wir tun so, als ob die KI unser freundlicher Gegenüber wäre, der alle Quellen gesichtet hat, die wir jetzt wissen wollen und uns die 5 besten Quellen rausgepickt hat. Die KI, die unseren Text ganz kritisch nachgelesen hat und genau nach Maßgaben unseres Prompts uns Feedback gibt. Das passiert natürlich im Hintergrund nicht. Es ist genau die gleiche Funktionsweise, wie LLMs immer funktionieren. Es ist Next Token Prediction. Es ist ein synthetischer Text auf Basis von Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wie auch immer raffiniert die einzelnen Mechanismen sind, aber sie durchläuft keinen Prozess, wie wir als Menschen diesen Prozess bezeichnen würden. Konkret, ähm, das sind jetzt bibliothekarische Beispiele an der Stelle, aber wir haben gedacht, wir splitten so auf, weil wir danach in den germanistischen Part übergehen.
nehmen Sie für die Form sowas wie Verschlagwortung. Sie lassen sich Ihre Synonyme für Schlagworte geben, die Sie für die Recherche zum Beispiel brauchen. Das kann die KI ganz wunderbar, ganz unmittelbar. Sie kriegen passende Synonyme. Inhalt wäre so etwas wie eine Forschungsfrage formulieren lassen. Und da sieht man auch schön, was ich eingangs gemeint habe, dass diese Substitution graduell ist. Es ist sowohl denkbar, dass ich sage, ich möchte eine Hausarbeit zu Goethe schreiben, formuliere mir bitte eine Forschungsfrage dazu. Das wäre jetzt ganz Worst-Case-Szenario, wo keine Arbeit in den Prompt gesteckt wird und lass mir dann eine Forschungsfrage formulieren. Oder aber ich habe schon eine Forschungsfrage selbst erarbeitet und lass mir die dann nochmal ausdifferenziert Feedback drauf geben, ein bisschen besser machen, vielleicht um einzelne Aspekte ergänzen. Und bei Prozess ganz einfach die Informationsbeschaffung, des Information Retrieval. Ich möchte irgendwas wissen, quasi auch der Ersatz der klassischen Google-Suche. Ich möchte was wissen, ich prompte das einfach, lass mir die Quellen rausgeben, lass mir die Information geben. Und da sieht man auch eigentlich ganz schön, wie dieser Prozess verkürzt wird. Also wenn Sie dran denken, die mühselige alte Recherche, man geht in den Katalog, man, bitte was? Ja, man geht in den Katalog, man hat Schlagwörter, man sucht was, findet das Ergebnis nicht, geht einen kleinen Umweg, geht zurück. Dabei findet auch Lernen statt, dabei findet auch Auseinandersetzung statt, die unterbrochen wird, wenn ich mir einfach die 5 besten Quellen ausspucken lasse von der KI. Und ich gewinne auch ein bisschen Einblick in den Diskurs. Also das meinen wir mit Prozessen, die verkürzt werden. Was mich zu unseren Prämissen dieser einzelnen Ebenen führt. Bei der Form, ich habe es gesagt, Form ist strikt regelbasiert. 1948 hat Weaver das Paper geschrieben, Computational Linguistics. Sprache ist berechenbar, KI kann statistisch Sprache reproduzieren. LLM beherrschen daher die Form fast perfekt im Rahmen der jeweiligen Trainingsdaten. Wenn Sie jetzt eine Sprache sprechen, für die kein großer Trainingsdatensatz vorhanden ist, ist es auch mit der Form nicht mehr so weiterhin. Was hier aber wichtig ist, gerade aus einer schreibdidaktischen und informationswissenschaftlichen Perspektive, ist, für die Bewertung des Outputs sind extrem gute Redaktionskenntnisse erforderlich. Man muss selbst ein Verständnis von Sprache haben, man muss selbst wissen, was ist ein grammatikalisch korrekter Satz, man muss selbst auch die Regeln im eigenen Fach kennen. Welche Fachausdrücke sind adäquat, welche Formulierungen sind adäquat, um überhaupt den KI-Output kritisch bewerten zu können. Beim Inhalt, nochmal ganz kurz, wir verstehen KI als Träger von Wissen. Trotz allem sind es im Kern synthetische Texte, die eben keine Intention in sich tragen und daher nicht strikt bedeutungstragend sind. Deshalb müssen sich die NutzerInnen immer bewusst sein, dass es eine Binsenweisheit mittlerweile alle KI-Inhalte kritisch zu überprüfen sind, aber vor allem auch kritisch zu überprüfen sind im Hinblick, passt es zu der Absicht, die ich mit meiner Arbeit, die ich mit meinem Argument, die ich mit meiner Äußerung verfolge, passt dieser Inhalt dazu, fügt er sich rein oder fügt er sich nicht rein. Und zuletzt beim Prozess. KI ist nie Akteur im Sinne eines Prozesses, wie wir ihn als Menschen verstehen. Sie ist aber Teil des Prozesses mit uns zusammen und sie verändert die Prozesse, die wir durchlaufen. Und daher ist hier die Gefahr der negativen Auswirkungen auch besonders groß. Studie, die zurzeit rauskommt, stellt die Gefahr des Cognitive Offloadings dar, zum Beispiel, stellt äh, negative Auswirkungen auf das kritische Denken dar, wenn generative KI zum Beispiel beim Schreiben von Essays benutzt wird. Kommt natürlich immer auch darauf an, da möchte ich Herr Beetz ja gar nicht widersprechen, je nachdem, welches Modell man nutzt. Die Modelle der großen Anbieter sind da deutlich problematischer als spezifische LLMs, die trainiert sind für einen Zweck. Und hier ist aber auch die Chance des Nutzens besonders groß. Also gerade auch Barriereabbau durch Sprachmodelle oder auch Partizipation. Und damit übergebe ich für das Verfahren an Herrn Scherer. Ja, das Verfahren, also wir reden jetzt hier bei diesen drei Ebenen mit dem Arbeiten mit KI für alle Fächer und der Begriff Verfahren oder Methodik oder Vorgehen meint dann den disziplinspezifischen Einsatz. Wir sind der Ansicht, dass das von Disziplin zu Disziplin ganz unterschiedlich geschieht und die Vorzüge und die Nachteile oder der Nutzen und die Problematiken sind von Disziplin zu Disziplin verschieden, auch innerhalb der Humanities, auch innerhalb der Geisteswissenschaften. Ich spreche hier als Germanist und führe hier ganz kurz an 4 Beispielen in der knappen Diskussion an einem Beispiel der Literaturwissenschaft Einsatzszenarien vor und wo der Nutzen groß sein kann und wo wir skeptisch sind.
Das sind 4 Beispiele. Das erste wäre die Forschungsstandsrekonstruktion. Dann geht es um Methodik und Interpretation von Primärtexten und dann die Diskussion. Bei der Forschungsstandsrekonstruktion, da werden Texte ausgewertet, ein Korpus. Und da ist die KI für ein Literature Review ganz gut geeignet, obwohl sie natürlich eben auch als synthetischer Text nur das Wissen auswertet und den Forschungsstand nicht wirklich interpretiert. Das wäre dann auch der diskursanalytische Einsatz für Metastudien, dass man dann verschiedene Forschungsstände diskutiert. Die Wiederholbarkeit ist ohnehin nicht gegeben, aber die Überprüfbarkeit als Kriterium der guten wissenschaftlichen Praxis sehr wohl, weil man dann den Output an den Vorlagen, den ausgewerteten Texten überprüfen kann. Etablierungspotenzial sehen wir sehr hoch an. Nächste Folie bitte. Bei der Methodik, da geht es zum Beispiel um Vergleiche bei Editionen oder Auswertung von Quellen. Da liegen auch Daten vor. Die kann man auch ganz ähnlich wie bei der Forschungsstandsrekonstruktion, da kann man KI ganz gut nutzen. Wiederholbarkeit ist überall nicht gegeben im Sinne der redlichen wissenschaftlichen Praxis, aber die Überprüfbarkeit an der vorliegenden Quelle ist gegeben. Also da sehen wir einen denkbaren Einsatz. Bei der Interpretation, da sprechen wir dann vom hermeneutischen Einsatz. Da geht es um das Sinnverstehen von Texten im Sinne einer Interpretation. Da wird eine Interpretation möglicherweise vorgelegt, aber das ist niemals eine starke Interpretation mit einer originellen Autorschaft. Und das ist ein Erwartungshorizont bei der Auseinandersetzung mit literarischen Texten. Da sehen wir den Einsatz sehr skeptisch, insbesondere auf den verschiedenen Segmentierungsebenen. Es macht einen Unterschied, ob man einen Text auf der Wortebene, auf der Satzebene, der Absatzebene, der Gesamttextebene oder dann intertextuell auswertet. Und da wird das immer komplizierter und problematischer. Und Ähnliches gilt dann auch für die Diskussion, also eine starke Hypothesenbildung im Sinne einer neuen wissenschaftlichen Erkenntnis. Das meint der epistemische Einsatz. Da sind wir skeptisch. Und Sie hatten das vorhin schon angedeutet, Frau Liesberg-Haag, es kommt halt etwas raus, was ganz plausibel klingt, aber nicht wirklich originell ist. Und deswegen sind wir da auch sehr skeptisch bei diesem letzten Punkt, Herr Schumacher. So, ich glaube, ich habe noch 30 Sekunden Zeit, durch das Nichtfinden des Knopfes noch 25 Sekunden, um kurz unser fachspezifisches Orientierungsraster KI für Prüfungsaufgaben vorzustellen. Das ist Teil der Handreichung, die die Dozierenden unseres Online-Kurses kriegen zu den Anleitungen, zu den begleitenden Prüfungsaufgaben und die, so hoffen wir, Dozierenden es erlaubt, ihre eigene Lehrveranstaltung, ihr eigenes Prüfungsformat anhand dieses Rasters einzuordnen und Transparenz zu schaffen für Studierende. Was müssen sie dokumentieren? Wie müssen sie dokumentieren? Und welcher KI-Einsatz ist wie erlaubt? Als Beispiel, wir haben hier wieder unsere 4 Kategorien, also Inhalt, Form, Prozess, Verfahren. Und Dozierende können jetzt eben ausfüllen, in meiner Lehrveranstaltung ist es tabu, Inhalt zu generieren. Für Form, also stilistische Überarbeitung, Rechtschreibprüfung und so weiter, ist es erlaubt, gar kein Problem. Für den Prozess ist es auch erlaubt. Ich darf die KI als Sparring-Partner benutzen. Für das Verfahren an dieser Stelle haben wir jetzt mal ein vorsichtiges Nein gemacht, aber je nachdem kann das individuell ausgefüllt werden. Und je nachdem, das sehen Sie dann rechts, geht eine eigene Dokumentationspflicht damit einher. Es ist denkbar, dass für Formbearbeitung einfach eine Erklärung reicht. Generative KI wurde benutzt, um den Text nochmal zu überarbeiten. Sie geben auch nicht an, wenn Sie die Autokorrektur von Word benutzen. Also da reicht eine Erklärung. Vielleicht reicht es für den Prozess, dass man summarische Zusammenfassungen macht, bis hin zu komplexen Promptberichten, in denen wirklich Prompts, Chatverläufe dokumentiert werden. Und damit bin ich ein bisschen über der Zeit aber am Ja, Ende. kein Problem. Es war ja nochmal wichtig jetzt. Vielen Dank, Herr Scherer, Herr Schumacher. Könnten Sie nochmal die letzte Folie lassen, kurz? Das fand ich spannend. Und es gab gerade noch eine Frage, wann und wo wird diese Handreichung, Sie meinen jetzt die Handreichung sozusagen, die Dokumentationsformen zeigt. Ist das öffentlich? Machen Sie das öffentlich oder verhandeln Sie das mit Ihren Studierenden, Dozierenden? Das ist eine interessante Frage, denke ich, auch für alle Zuhörenden gerade. Also mit der Veröffentlichung der Handreichung rechnen wir erstes Quartal 26, also nächsten Jahres damit, dass die veröffentlicht wird. Und das umfasst sowohl Anleitung für Prüfungsformen als auch eben genau dieses fachspezifische Orientierungsraster. Liegt einfach daran, unser Online-Kurs wird jetzt groß gelauncht am 17. Juli. Der ist gerade in der Beta-Version verfügbar. Das erreichen Sie auch unten über unsere Website. Erreichen Sie den Online-Kurs schon.
Und wir testen die Prüfungsaufgaben dann noch und das Orientierungsraster und das steht Anfang nächsten Jahres, erstes Quartal nächsten Jahres zur Verfügung als OER und zur freien Nachnutzung.